Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei ComMike. Heute in diesem Video möchte ich euch eine neue Kamera von Reolink vorstellen, und zwar die CX410C. Diese kleine Kamera ist für den Innenbereich geeignet, für den Außenbereich geeignet und unterscheidet sich zu den bisher von mir verwendeten Kameras allein schon dadurch, dass es hierbei eine 2K-Kamera ist und keine 4K wie sonst. Warum sollte ich jetzt umschwenken auf eine 2K-Kamera? Was bietet diese Kamera, was andere Kameras nicht können? Nun ja, was diese Kamera bietet, ist Color X Night Vision. Das bedeutet, diese Kamera kann in der Nacht taghelle Bilder erstellen, ohne dass der Spotlight laufen muss, ohne dass irgendwo eine besonstige Beleuchtung erforderlich ist. Das indirekte passive Licht vom Mond, von den Straßenlaternen ist völlig ausreichend. Ihr kennt Color X vielleicht schon von der Argus 4 Pro oder von der Altas PT Ultra. In dieser kleinen Kamera steckt das genauso drin und das Ganze zum Low-Budget-Preis. Reolink gibt mir diese Kamera zum Testen, das werde ich tun. Dabei nehme ich euch mit und zeige euch, ob auch dieser geringe Preis die Kamera wert ist. Und wenn ihr wissen wollt, ob sie das wert ist, ob es was für euch ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Neben Color X bietet die Kamera natürlich auch die smarten Funktionen, die auch alle anderen Kameras von Reolink haben. Menschen, Tiere, Objekte automatisch erkennen, Alarme ausgeben per Push-Nachricht auf das Telefon oder die Einbindung in den Home Assistant, Google-Systeme und dergleichen. All das soll möglich sein. Bevor ich euch die Bildqualität tagsüber und vor allen Dingen auch in der Nacht zeige und prüfe, ob die Kamera die Tiere und Bewegungen, die sich hier bei mir auf meiner Testebene ergeben, tatsächlich so gut erkennt, werde ich sie natürlich erst einmal auspacken und euch zeigen, was im Zubehör inbegriffen ist, und ich werde euch zeigen, wie ihr diese Kamera ganz einfach am Client und in eurer App am Telefon einbinden könnt. Ab geht's! Und da bin ich auch schon wieder in meinem Büro, um euch die Kamera etwas näher vorzustellen. Ihr seht, von der Größe her ist sie doch deutlich kleiner als meine Trademix zum Beispiel oder als die Duo-Kameras. Das Zubehör ist auch sehr überschaubar verpackt. Alles war in dieser einzelnen kleinen Kiste enthalten. Eine Gebrauchsanweisung, die Sicherheitsaufkleber. Ihr bekommt ein kleines Netzwerkkabel dazu, die Adapter, um den Anschluss wasserdicht herzustellen, eine kleine Tüte mit den Schrauben, den Dübeln, um die Kamera an der Wand zu befestigen, und ein Schaumstoffabstandhalter, der auf der Rückseite montiert wird, damit die Kamera nicht direkt scharf an der Wand dran hängt. Die Kamera ist relativ klein. Im Vergleich zur Trademix oder zur Duo richtig klein. Die Kamera hat eine Länge von ungefähr 10 cm und mit dem Fuß hinten dran sind es etwa 19 cm. Der Durchmesser beträgt 6 cm. Ihr seht also, das Ding ist wirklich klein und unscheinbar. Es ist nämlich auch für den Innenbereich konzipiert und nicht ausschließlich für den Außenbereich. Die Kabelpeitsche ist meiner Meinung nach aber etwas lang geraten. Wenn ihr die Kamera an die Box anbaut, um das Kabel darin aufzuwickeln, damit das einfach verschwindet, da ist der Platz sowieso schon sehr eng, und mit dieser langen Kabelpeitsche wird es immer schwieriger, die Netzwerkkabel zu verbinden. Wofür das Netzwerkkabel? Ganz klar, es ist keine WLAN-Kamera, sondern eine LAN-Kamera. Das bedeutet, hier muss direkt das Netzwerkkabel angeschlossen werden, um die Daten zu übertragen. Die Stromversorgung könnt ihr aber ebenfalls über das Netzwerkkabel herstellen, denn es handelt sich hierbei um eine PoE-Kamera. Bedeutet, über das Netzwerkkabel werden nicht nur die Daten übertragen, die ihr seht, die Bilder, die Alarmaufzeichnung und so weiter, sondern auch die Stromversorgung. Bedeutet, ihr braucht auf der anderen Seite des Netzwerkkabels einen PoE-Injektor oder einen PoE-Switch, der neben den Daten die Kamera eben auch mit Strom füttert. Wenn ihr das nicht habt, aber am Ort der Installation vielleicht eine Steckdose oder eine Stromversorgung, könnt ihr natürlich auch hier ein normales Reolink-Netzteil anschließen. Dafür sind die Anschlüsse hier mit vorhanden. Tja, was gibt es sonst noch zur Kamera zu sagen? Auf der Rückseite ist ein kleines Fach. Hier könnt ihr direkt eine Micro-SD-Karte einbauen und die Daten direkt auf der Kamera speichern. Ihr könnt die Kamera aber auch am Home Hub integrieren. Ich habe beide Geräte ja hier noch stehen, den Home Hub und den Home Hub Pro. Oder ihr bindet die Kamera in euren NVR, in euren Netzwerk-Videorekorder ein. Ihr wisst nicht, was ein Home Hub ist, ein Netzwerk-Videorekorder oder sogar der Home Hub Pro. Kein Problem. All diese Geräte durfte ich schon testen, nutze ich auch selber. Schaut mal oben rechts
in die Ecke. Dort verlinke ich euch die Videos zu diesen anderen Geräten, um euch einfach mal zu zeigen, wie ihr die Daten, die die Kameras aufnehmen, auch sicher speichern könnt, um dann später darauf zuzugreifen. 2K QHD-Auflösung hat diese Kamera. Das sind nur 2560 mal 1440 Pixel, die die Kamera bietet, und das auch nur bei 25 Frames pro Sekunde. Die anderen Kameras, die ich bisher verwendet habe, nutzen 4K Auflösung, haben also ein etwas schärferes Bild. Ich habe eine 4 mm Objektiv mit einer f1 Blende, das heißt, das Teil ist extrem lichtstark. Das Sichtfeld beträgt 77 Grad in der horizontalen und 42 Grad in der vertikalen. Die Nachtsicht, das hatte ich vorhin schon erwähnt, funktioniert mit Color X, bedeutet 700 Lumen mit 6500K ist die LED, die verbaut ist. Die braucht ihr aber nicht zwingend, denn die Kamera kann eben auch in der Nacht gestochen scharfe Bilder liefern, und zwar in Farbe. Zusätzlich hat die Kamera aber auch eine Infrarot-Nachtsicht, mit der ihr bis zu 30 Meter aufnehmen könnt. Dann habt ihr natürlich das ganz normale Schwarz-Weiß-Bild, was ihr sicherlich kennt. Der Spotlight hat eine Leistung von 4,3 Watt, kann manuell oder automatisch bei Bewegungserkennung aktiviert werden. Klar, Mikrofon und ein Lautsprecher sind ebenfalls eingebaut. Das bedeutet, ihr könnt mit der Person, die sich da vor der Kamera befindet, auch reden. Wenn der Postbote kommt, könnt ihr ihm direkt sagen, wohin das Paket abgelegt werden soll. Es gibt neben der smarten Erkennung von Tieren, Menschen, Fahrzeugen auch weitere Funktionen, wie die von mir sehr geschätzte Zeitrafferfunktion. Zeitrafferfunktion bedeutet, ihr könnt die Kamera auf ein Objekt ausrichten, hinterlegt den Zeitraffermodus, entweder Stunden, Tage, Wochen, wie auch immer, und könnt dann einen sehr, sehr schönen Zeitrafferfilm erstellen lassen. Ihr müsst euch um nichts kümmern, die Kamera macht automatisch diese Aufnahme und fasst lange Zeiträume zu einem kurzen zusammen. Zum Beispiel einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang oder euer Bauprojekt, was sich über mehrere Wochen hinzieht. Was gibt es noch zur Kamera zu sagen? Ganz klar, im Innenbereich müsst ihr nicht viel beachten. Im Außenbereich solltet ihr wissen, diese Kamera ist mit IP67 auch für Regen und dergleichen geeignet. -10 bis +50 Grad sollen kein Problem sein, und ihr könnt die Kamera in Smart-Systeme einbauen. Ich selber nutze den Home Assistant, kann dort über die Integration Reolink Kameras einbinden, kann dort Routinen erstellen. Eine Person wird erkannt, automatisch geht ganz woanders ein Licht an, ohne dass ich dafür ein extra Kabel ziehen muss. Die Kamera kann aber genauso gut mit Alexa oder eben Google kombiniert werden, um die smarten Systeme zu testen. So viel zur Kamera. Was interessiert euch an der Kamera? Was wollt ihr noch wissen? Schreibt mir doch unter das Video einfach in die Kommentarspalte rein, was ihr wissen möchtet, und wartet damit nicht zu lange, denn ihr wisst, die Kameras, die ich hier teste, die werde ich im Laufe des Jahres verlosen. Ihr habt richtig gehört, ich werde sie verlosen, und zwar unter euch, unter meinen Abonnenten. Ob jetzt Ostern oder Weihnachten, da weiß ich noch nicht. Ich habe schon einige Kameras wieder gesammelt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann abonniert meinen Kanal und gebt mir auf jeden Fall schon mal den Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, bis ihr die Kamera vielleicht bei der Verlosung gewinnt, dann schaut doch mal unter das Video. Dort verlinke ich euch den Promo-Link, den mir Reolink zur Verfügung stellt. Dort bekommt ihr die Angebote noch einmal mit einem schönen Rabatt, und natürlich auch die anderen Produkte, die ich verwende, mit denen ich zufrieden bin, habe ich euch unter dem Video verlinkt. Draufklicken, selber kaufen, gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für mich und meinen Kanal. Vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung. Weiter geht's in diesem Video, in dem ich euch zeige, wie ich die Kamera in die App einbinde, am Telefon und an dem Client, den seht ihr hinter mir auf dem Bildschirm schon, wie ich sie dort einbinde. Wichtiger Hinweis vorab aber an all diejenigen, die einen NVR nutzen. Wenn ihr einen Reolink RLM 8, 16 oder 36 nutzt und die Kamera in euer Netzwerk einbindet. Denkt bitte daran, in dem Moment, wo die Kamera vom NVR erkannt wird, übernimmt der NVR die Ersteinrichtung und vergibt automatisch ein Startkennwort. Ihr könnt die Kamera also nicht mehr ohne weiteres direkt an eurem Telefon oder am Client einbinden, weil euch dieses Kennwort fehlt. Ihr müsst also zunächst am RLN nachschauen an eurem Netzwerk-Videorekorder, welches Kennwort ist vergeben worden, und entweder verwendet ihr das Kennwort, das das Gerät vergeben hat, oder ihr ändert das Kennwort am Netzwerk-Videorekorder in ein eigenes um, das ihr dann wiederum in der App oder am Client verwenden könnt. Klingt kompliziert, ist es auch ein wenig, aber es erhöht die Sicherheit bei der Installation der Kameras enorm. Ich habe die Reolink CX410C
am Netzwerk angeschlossen und bereits ein Kennwort am NVR hinterlegt. Nun habe ich meinen Client am PC geöffnet und ihr seht links an der Seite ganz unten wurde automatisch die Kamera erkannt. Hier wird noch ein fehlerhaftes Passwort ausgewiesen, da ich noch gar keins hinterlegt habe. Ich klicke einfach in die Kachel hinein und kann nun hier das Kennwort, welches ich eben am NVR hinterlegt habe, erfassen. Ich bestätige und die Kamera ist sofort online. Ich wechsle in das Menü der Kamera und kann nun noch einige Einstellungen vornehmen. Unter anderem möchte ich gern Datum und Uhrzeit in dem Fall für das Video verbergen. Ich möchte das Wasserzeichen komplett ausschalten. Ansonsten habe ich Möglichkeiten, die Anti-Flackern-Funktion auf die in Europa typischen 50 Hertz für das Stromnetz einzustellen und die Tag- und Nachtansicht auf Farbe. Die Privatsphärenmaske kann ich hinterlegen und auf diese Weise festlegen, dass bestimmte Bereiche überhaupt nicht gefilmt werden sollen. In den erweiterten Einstellungen kann ich die Farben, die Umschaltwerte und dergleichen individuell anpassen. Wenn ihr wissen wollt, wie das alles funktioniert, was ihr dort tun könnt, dann schaut mal oben rechts in die Ecke. Dort verlinke ich euch ein Video, in dem ich genau zeige, wie ihr eure Reolink-Kamera optimal einstellen könnt. Was ich jetzt tue, ist in der Überwachungsfunktion unter Aufnahme die Nachaufzeichnung auf 30 Sekunden einzustellen und im Zeitplan sicherzugehen, dass die Alarmaufnahmen rund um die Uhr aktiviert sind. Und zwar für die Bewegungserkennung, für Personen, Fahrzeuge und Tiere. Die Kamera ist nun einsatzfähig, denn viel mehr muss ich gar nicht tun. Ich kann sie nun an der App am Telefon ebenfalls anmelden, um weltweit von unterwegs zu schauen, was gerade in meinem Garten passiert oder die Aufnahmen abzurufen. Wie jede andere Reolink-Kamera hat auch die CX410C ein Kontextmenü, sobald ich mit der Maus ins Bild wechsle. Über das Mikrofon kann ich mit anderen Personen sprechen, die sich vor der Kamera befinden, und ich habe die Möglichkeit, die Zeitraffer-Funktion einzuschalten. Hierfür ist es allerdings erforderlich, dass ihr eine SD-Karte in der Kamera eingebaut habt. Ich nutze die Kamera im Moment direkt über den NVR ohne eine zusätzliche SD-Karte und aus diesem Grund kann ich die Funktion im Moment nicht nutzen. Ich kann den Alarm auslösen, die Sirene. Ich kann die Beleuchtung, den LED-Spotlight, manuell einschalten. Ich kann in einige Bereiche manuell hineinzoomen und entsprechend mir Sachen genauer anschauen. Und bereits hier, denke ich, merkt man es sehr gut, dass die 2K-Auflösung doch ihre Grenzen hat. Im Gesamtbild sieht das alles durchaus ansprechend aus. Das ist ausreichend meiner Meinung nach, aber im Detail fehlt dann doch einiges an Auflösung. Schauen wir uns nun an, wie ich die Kamera direkt in der App meines Telefons installieren kann. Wie ihr eben gesehen habt, wird die Kamera automatisch erkannt, sobald ich mich im Webnetzwerk aufhalte. Ganz unten am Ende der Liste ist nun die Kamera 1 verfügbar, allerdings noch nicht angemeldet. Ich klicke auf das Zahnradsymbol und bekomme hier die Möglichkeit, mich am Gerät anzumelden. Auch hier bestätige ich mein Kennwort und bin sofort in den Einstellungen der Kamera. Auch hier kann ich natürlich sämtliche Einstellungen, die mir am Client zur Verfügung stehen, ebenfalls nutzen. Unter anderem kann ich hier aber auch eine Push-Benachrichtigung aktivieren und somit bei jedem Alarm automatisch über mein Telefon benachrichtigt werden. In der Live-Ansicht sehe ich hier das gleiche Bild, welches ich eben am Client gesehen habe. Das Kontextmenü der Kamera befindet sich nun unterhalb des Bildes. Grundsätzlich muss ich hier nichts einstellen, außer gegebenenfalls die Auflösung des Streams anpassen. Aktuell steht dieser auf Low. Diese Einstellung lohnt sich, wenn die Kamerabilder über das mobile Datennetz abgefragt werden. Um Datenvolumen zu sparen, macht es Sinn, eine geringere Auflösung zu wählen. Wenn ich im WLAN unterwegs bin, wo das Datenvolumen zweitrangig ist, kann ich auf die klare Auflösung wechseln und auch wenn das Ganze mit einem Fehler quittiert wird, ist die Auflösung durchaus deutlich besser als in der kleinen Auflösung. Ganz unten habt ihr ebenfalls die Mikrofonfunktion, die Lupenfunktion und die Wiedergabefunktion. Doch wie ist es nun um die Nachtaufnahmen der Kamera bestellt? Ihr seht hier die Aufnahmen der CX410C bei absoluter Dunkelheit. Im Hintergrund sind die Straßenlaternen zu erkennen, die ein indirektes Licht produzieren. Zum Vergleich habe ich hier meine RLC 1212A, die ausschließlich im Infrarot-Nachtsichtbereich arbeitet.
Diese Schattierung, die ihr hier seht, stammt von einer Spinnwebe, die ich heute wohl noch unbedingt entfernen muss. Das passive Farbbild, welches die Color-X-Technologie bietet, ist meiner Meinung nach doch sehr verschwommen. Man kann die einzelnen Pixel fast schon erkennen, auch wenn das Bild insgesamt durchaus ansprechend ist. Doch es geht deutlich besser. Ich wechsle mal in das Menü der Kamera und habe hier die Möglichkeit, grundsätzlich auszuwählen, ob ich eine farbige Nachtsicht haben möchte oder lieber in der Schwarz-Weiß-Ansicht bleiben möchte. Ich beginne mit der Schwarz-Weiß-Ansicht, um euch zu zeigen, dass diese Kamera durchaus gute Nachtbilder machen kann. Unter anderem seht ihr hier die Schwarz-Weiß-Ansicht ohne eine passive oder aktive Beleuchtung, sondern wirklich nur über die Infrarotstrahler. Das Bild ist meiner Meinung nach deutlich besser als das Farbbild. Ich habe die Möglichkeit, den Spotlight zu aktivieren und auf diese Weise sehe ich ein wenig schärfere Konturen des Grases und auch der Palme. Aber der Unterschied ist meiner Meinung nach nicht sehr groß. Ich wechsle erneut ins Menü, in die farbige Ansicht und in die Lichteinstellung. Standardmäßig ist der LED-Spot der CX410C eingeschalten und zwar im sogenannten Smart-Modus. Dieser Modus ist neu und war mir bisher nicht bekannt. Der Smart-Modus der Kamera steuert die Helligkeit des LED so, dass die Kamera optimale farbige Aufnahmen machen kann. Ihr seht, zwischen 18 und 7 Uhr ist er aktiviert, andernfalls wird er abgeschalten. Zum Vergleich der Automodus und das Bild ohne jegliche Beleuchtung der Kamera. Ich kann die Beleuchtung auch direkt über das Kontextmenü der Kamera einschalten und bekomme auch auf diese Weise wieder ein farbiges Nachtbild. Es macht meiner Meinung nach gar keinen großen Unterschied, ob die LED nur mit 10% Leistung leuchtet oder mit 100% Leistung. Die Aufnahmen sind in etwa identisch. Der Unterschied ist vielmehr dann im Außenbereich zu sehen, wenn ich mich in der Nähe der Kamera befinde und mit dem menschlichen Auge dieses Licht wahrnehmen kann. Die Beleuchtung mit 10% ist nur sehr schwer mit dem menschlichen Auge wahrnehmbar, aber sie ist zu sehen. Die Beleuchtung mit 100% sticht auf jeden Fall ins Auge und sorgt so auch für eine Beleuchtung der Umgebung und natürlich auch eine Abschreckung vor ungewöhnten Gästen. Wie ist eure Meinung zur Farbnachtsicht, zur Schwarz-Weiß-Sicht und zur smarten Farbnachsicht? Schreibt mir doch mal unter das Video einen Kommentar, was ihr von der Beleuchtung, von den Aufnahmen haltet. Ich habe euch die Reolink CX410C Kamera vorgestellt. Ich habe euch die Eigenschaften gezeigt, ich habe euch gezeigt, wie ihr sie am Client oder in der App einrichten könnt. Die Abfrage der Aufnahmen ist ebenso einfach. Einfach an die Wiedergabe klicken und schauen, was die Kamera für euch aufgenommen hat. Dank der smarten Erkennung könnt ihr über die Filter direkt wählen, ob ihr Menschen, Tiere, Gegenstände oder alle Bewegungen sehen wollt. Doch für wen ist diese Kamera nun letztendlich geeignet? 2K in der heutigen Zeit, ist das nicht etwas wenig? Ich habe bei Reolink angefragt, Mensch, für wen ist diese Kamera gedacht? Wer ist die Zielgruppe für diese Kamera? Die Antwort war sehr erhellend, denn es geht um die Kunden, die sich die farbige Color-X Nachtsicht wünschen, aber nicht das Geld ausgeben wollen für eine Akkukamera, denn die sind deutlich teurer, wie die Argus 4 oder die Altas PT Ultra. Und die CX410C ist im Moment mit Rabatt für knapp unter 70 € zu haben. Das ist schon ein ansprechender Preis. Wenn ihr unter dem Video nachschaut, findet ihr den Promo-Link von Reolink und könnt selber nachschauen, wie der Preis aktuell ist und natürlich die Kamera direkt nachkaufen. Auch die anderen Kameras, die ich hier verwende, die ich für Vergleichszwecke einsetze, von denen ich überzeugt bin, findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Schaut da gerne mal rein, kauft ein, gleicher Preis für euch und eine Provision für mich und meinen Kanal, um das Ganze hier zu finanzieren. Aber viel wichtiger ist mir noch der Austausch mit euch. Schreibt mir unter das Video, wie denkt ihr über diese Kamera? Wäre es was für euch?
Wäre der günstige Preis ein Ansporn, um mit 2K zurechtzukommen? Für den Außenbereich vielleicht nicht ganz, aber für den Innenbereich? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, gebt mir ein Feedback zum Video, indem ihr mir den Daumen nach oben da lasst und natürlich auch zur Kamera schreibt etwas unter das Video. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Unten einfach rechts auf Abonnieren klicken, dann verpasst ihr keines der neuen Videos. Und denkt immer daran, all die Kameras, die ich hier testen darf, die brauche ich gar nicht alle. In regelmäßigen Gewinnspielen werfe ich die raus, die ist für euch. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann abonniert den Kanal, dann verpasst ihr dieses Video auch nicht. Und an der Stelle bin ich bereits fertig. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.